Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe. Die handverlesenen Themen, die ich für euch habe, sind ICE statt Flugzeug. Nein, Flugzeug statt ICE. So wird es gemacht bei den Europameisterschaften in Deutschland, die nachhaltigsten, die es je gab. Die deutsche Nationalmannschaft fliegt mit dem Airbus und nicht mit dem ICE. Dann haben wir noch aus der Welt der Briten zwei Themen. Einmal eine 777, die in Gatwick einen Rejected Takeoff hatte. Und die zweite Geschichte ist, warum dieser Rejected Takeoff dem Vater eines ehemaligen Prime Ministers, heißt das Premierminister auf Deutsch? Auf jeden Fall Prime Ministers, PM, in England dafür sorgte, dass ein Flug ausgefallen ist. Ausgefallen nicht ganz richtig, weil er flog ja trotzdem, aber er flog halt nicht den richtigen Flughafen dann am Ende in England, um genau zu sein, in London an. Und das letzte Thema, das ist was für Feinschmecker, aber das ist hochspekulativ und da geht es um den Airbus A380. Und wird es da ein Plus, ein Neo oder irgendwas anderes geben, was anstatt 4 Engines 2 Engines hat? Schauen wir uns noch mal an, was Airbus da von sich gegeben hat. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig zu kommentieren und viel Liebe zu geben in Form von Likes. Und wir können direkt mit dem ersten Thema starten, was wir haben. Und zwar ist das, die Lufthansa ist ja Partner der deutschen Nationalmannschaft. Das wurde gefeiert, das wurde zelebriert und das wurde jetzt so stark zelebriert, dass man natürlich auch innerdeutsch bei der EM mit der Lufthansa auch fliegt. Die Lufthansa fliegt die Nationalmannschaft mit einem Airbus. Und dieser Airbus A319 hat auch eine Registrierung, die habe ich vertüdelt, wie immer an dieser Stelle. Nein, es ist die Delta Alpha India Bravo Echo. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt ein Dedicated Airbus ist. Auf jeden Fall ist es nicht der von der Lufthansa City. Und er ist auch nicht irgendwie besonders beklebt, zumindest nicht meines Wissens nach. Wenn ihr da was mehr wisst, sagt Bescheid. Die deutsche Nationalmannschaft spielt in Dortmund und hat in Herzogenaurach hier ihr Camp aufgebaut. Ja, direkt neben Adidas, dem Sponsor, oder soll ich sagen Adidas? Auf jeden Fall, Adidas klingt ja besser. Und wie fliegt man von Nürnberg nach Dortmund, wenn nicht mit dem A319 direkt? Aber dadurch, dass der Flieger natürlich in München stationiert ist, weil er wird ja dort auch quasi gebraucht, und das ist der Grund, warum die so viele Lecks fliegen, es ist auf jeden Fall das Thema, dass der Flieger ja zuerst von München nach Nürnberg fliegt. Eine Strecke, die wir normalerweise doch mit dem Bus zurücklegen, oder? Aber das Flugzeug muss halt dahin. Dann geht es weiter, dass man von dem Ort Nürnberg dann weiterfliegt nach Dortmund. Der ganze Flug hat irgendwie exakt 36 Minuten gedauert, so sagt es Flight Radar. Und als man dann in Dortmund gelandet ist, die Nationalmannschaft raus, ist der Flieger nach München wieder geflogen, um dann auf Linie zu gehen. Und zwar wurde der Linienflug dann nicht aus Dortmund geführt, sondern aus München. Deshalb musste er nach München. Ich glaube, es war Valencia oder sowas, wo er dann geflogen ist. Und dann ist es so, dass die Maschine dann nach Nürnberg den Positionierungsflug machte und am Abend ging der dann nach Neapel. So war es, nicht Valencia, war Neapel. Lufthansa braucht die Bude. Und um die abzuholen, müssen sie was wieder machen? Ja, sie müssen den Flieger nach Dortmund schaffen, in Dortmund einpacken, nach Nürnberg, in Nürnberg die Leute raus und dann von Nürnberg nach München. Das heißt also, es gibt für 2 Flüge, die benötigt werden, 4 Leerflüge. 4. Das ist ja fast so wie bei der Bundeswehr, die ja quasi unsere Politiker in Berlin abholen. Die fliegen ja auch immer von Bonn oder Köln-Bonn, muss man ja genau sagen, nach Berlin und holen die dann ab. Es gibt ja auch andere Fälle, wo grüne Minister Flugzeuge irgendwo in der Welt geschickt haben, um sie dann in dem Land zu fliegen, aber selber Linie geflogen sind, um offiziell zu sagen, hurra, hurra, wir sind ja so grün, aber das war nicht so. Ja, das Team wird dann halt nach dem Spiel gegen Dänemark wirklich abgeholt. Und jetzt kommt der Knüller, und jetzt, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Fahrten mit Bus und Bahn will man nicht den Spielern zumuten. Aufpassen,
verkürzte Regenerationszyklen in der Finalphase ist sportphysiologisch nicht sinnvoll und angemessen. Das Risiko muskulärer Verletzung durch eine sitzende Beförderung von mehr als einer Stunde substanziell zu erhöhen. Also die Flüge dauern 36 Minuten, vielleicht 40 und es geht um die Gesundheit. Hier könnt ihr jetzt sagen, was ihr davon denkt und was ihr davon haltet. Sollte die Nationalmannschaft ICE fahren und vielleicht die Gefahr haben, dass sie beim Spiel gar nicht pünktlich erscheinen? Oder ist es halt mit Lufthansa so, dass man das macht? Warum ich das erwähne, ist aus zwei Gründen. Einmal natürlich, weil der Beitrag mir geschickt worden ist von einem von euch. Wollte das Thema behandelt wissen. Und das andere ist natürlich, wenn man schon die grünsten Spiele hier in Europa haben möchte, dann ist Fliegen, glaube ich, nicht so grün. Also daran sieht man, wo das Ganze dann halt krankt. Und dadurch, dass Lufthansa der Sponsor ist, zahlt ja Lufthansa das alles. Und Gott sei Dank gibt es ja auch noch keine Umweltzuschläge im Moment, weil sonst hätten sie ja quasi pro Strecke 1 Euro noch zahlen müssen. Oder ist das Business Class, der Flug? So viele Fragen, die man sich dann stellt, ne? Also ihr könnt ja antworten, inwieweit ihr sagt, ob die Nationalmannschaft ICE fahren soll. Das zweite Thema, was wir heute haben, ist auch ein Thema, was durchaus Potenzial hat. Und zwar ist das die British Airways und das Potenzial der Geschichte danach. Also fangen wir mit der ersten Geschichte chronologisch an. Die 777 von British Airways war auf dem Weg von London Gatwick und wir alle wissen ja, dass London Gatwick der busiest One-Runway-Flughafen ist. Man kann zwar über einen Taxiway auch starten, der so eine Ersatzrunway dann als Ersatzrunway funktioniert, schwieriges Ding. Ist vielleicht für einige Fluggesellschaften auch interessant, die ja mal von solchen Taxiways starten. Wäre ja nicht das erste Mal. Auf jeden Fall ist es so, dass das Flugzeug den Rejected Takeoff hatte, 25 Jahre alt ist. Der Grund für den Rejected Takeoff wurde nicht genannt, aber das Ganze hatte dann so eine Art, nennt man sowas, Kaskade, ich würde sagen Dominoeffekt, dass man aufgrund von 20 Minuten, die Runway dann dort blockiert war, zum Beispiel ein Flieger von Emirates, der 380er, der in Gatwick landen sollte, der ist dann in Brüssel gelandet. Oder aber auch ein Flieger von British Airways, und das wird danach später auch wichtig, ist in Heathrow gelandet. Also, wenn man die Single Runway sieht mit 3.316 Metern, ist das natürlich ein Problem, weil man kann halt wirklich nichts machen. Und ihr seht halt wirklich, dass 20 Minuten und um 12.30 Uhr sollte die Landung sein. Der Rejected Takeoff war kurz davor. Damit ist der Flieger dann natürlich direkt, er ist blockiert, man hat ihn dann weggerollt. Aber dadurch, dass halt nicht gesagt worden ist, warum der Rejected Takeoff war, die Runway muss halt kontrolliert werden. Sowas nimmt dann Zeit in Anspruch. Die Feuerwehr guckt und so weiter und so fort. British Airways sagt, Safety is at our priority and dedicated airport fire service swiftly attended to support the aircraft. A number of flights were diverted. Und man sagt halt auch, dass der Rejected Takeoff eine Maßnahme war aus Sicherheitsgründen. Kann ich verstehen, macht Sinn. Jetzt lasst uns mal schauen, was wir mit dem Thema weitermachen. Denn wenn wir mit dem Thema weiterschauen, dann wird das Ganze relativ lustig. Zu den Kollegen, die da gestrandet sind, gehörte der Vater von Boris Johnson. Und Boris Johnson ist ja bekannthin, ich sag jetzt mal, nicht nur für seine blonde Mähne, um es mal so zu formulieren. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, was da passiert ist. Der RK war in dem Flieger, und zwar war der Flieger BA2641 in Malaga in Spanien, der halt um 11.35 Uhr gestartet ist. Und das war genau das Fenster, wo die Flüge umgeleitet worden sind. Und da ist er dann quasi, anstatt in Gatwick zu landen, obwohl er da gekreist ist und so weiter, ist er dann nach London gegangen, wahrscheinlich low on fuel. Weil man wollte dann einfach nochmal refuelen. Und der A321 sollte dann wieder nach Gatwick gehen. Aber, und jetzt berichten da die Leute, dass Johnson und ein anderer Passagier darauf bestanden hätten, den Flieger zu verlassen. Und was passiert dann?
Da muss die Polizei kommen und so weiter und so fort, weil es gab nämlich so ein bisschen Tumult, zumindest so wird es berichtet. Und the plan was to refuel and aircraft was given to slot to Gatwick, sagte ein Passagier dem Independent. Aber Stanley Johnson decided to want it to get off. So heißt der Vater. Ich wusste das gar nicht, dass der Stanley heißt. Und daraufhin war der Slot weg. British Airways musste ein bisschen sortieren, musste gucken, wie sie den Flieger dann rüberkriegen von London Heathrow nach Gatwick. Aber da das halt nicht klappte, ich denke mal auch, dass die Crew dann irgendwann ausgeklockt war, hat man dann das Ganze gestrichen. Und damit war für alle denn der Flug zu Ende. Und man ist dann halt anstatt in Gatwick in Heathrow gelandet. Es gibt Schlimmeres, zumindest war man schon auf der Insel, hatte den größten Teil der Reise, aber so war das, dass man halt nicht den Airbus genommen hat, sondern den normalen Bus, den British Airways geschartert hat für die Leute. Wichtig war dann auch, interessant, dieser diplomatische Hinweis von British Airways, ich möchte das euch formulieren, due to earlier disruption at Gatwick, the flight diverted to Heathrow where it terminated. Ja, also insofern, man hat sich dann auf den Vorfall natürlich in Gatwick bezogen, wo der Flughafen gesperrt war und hat dann einfach den Flug terminated. Man hat aber nicht gesagt, warum, wieso, weshalb, aber das war der Grund, weil der Vater von Boris da Randale gemacht hat. Also nicht nur sein Sohn ist ein Randalierer. Kann man das so sagen? Naja, zumindest ist er bekannt dafür, dass er kein Kind von Traurigkeit ist, sagen wir es so. Randaliert, so im klassischen Sinne wahrscheinlich nicht. Aber nun gut. Ein Thema, wo ihr wahrscheinlich randaliert, das ist das Thema Airbus A380. Viele von euch lieben ihn, viele von euch geben gar nichts und viele andere sagen, sie finden ihn einfach nur hässlich. Das war ja nicht zuletzt bei dem Namensgebung von Lufthansa, was ja auch einer der größten Marketing-Gaus war, dass jemand dem Flieger da einen Namen geben wollte vom Kunden und die Kunden haben sich für etwas Dummes entschieden und dann hat man das halt nicht weitergemacht. Ihr könnt unten kommentieren, welcher Name das war, da würde ich mich freuen. So. Aber die Geschichte ist wie folgt. Und da muss man halt wirklich das Ganze in Relation setzen. Und die Chancen auf eine Rückkehr der A380 ist von dem Kollegen der Airbus Zivilsparte, der dafür zuständig ist, gering. Also man sagt, man guckt sich das Ganze an. Carsten Spohr hat ja gesagt, der A380 kommt natürlich nicht zurück. Das war im Sommer 2021. Jetzt hätte er dann, glaube ich, mehr als er hat, weil er die schon verkauft hat und die Ersatzteilspender sind, kriegt er halt nur die 8. Aber sie werden eingesetzt. Sie werden sogar so eingesetzt, dass man die Business Class erneuert. Viele andere Fluggesellschaften haben sie auch wieder in Dienst gebracht. Klar, ein Grund ist natürlich, dass die Flugzeuge gebraucht werden, weil es keine anderen gibt. Also das heißt, in der Not frisst der Teufel Brot oder sowas, wie das heißt. Und so ist dann auch weitergegangen, dass man jetzt wirklich, nachdem man das letzte Exemplar im Dezember 21 ausgeliefert hat, bei Airbus natürlich immer guckt. Und Adnan Kasim, der sagte natürlich auch, dass man von einem A380 Neo träumt. Aber das Problem ist immer noch dasselbige. Das heißt also, das Problem ändert sich nicht. Das Flugzeug ist ein Spritfresser im Vergleich zu den anderen Flugzeugen, die es gibt. Auch ist es teilweise zu groß für viele Strecken. Nur Emirates träumt halt wirklich davon und deshalb wäre es mal wirklich spannend, was passiert, wenn Airbus mit einem Vorschlag kommt. Nicht nur mit diesem Plus-Geschichte, wo man mehr Sitze reingebaut hat, mit der Neo, wo man dann halt andere Triebwerke drunter gehängt hat, die am Ende bei Rolls-Royce gescheitert sind, weil Rolls-Royce sich nicht auf Emirates alleine verlassen wollte. Und vielleicht gibt es irgendwann mal eine Lösung, wo der 380er mit 2 Triebwerken fliegt. Ich persönlich, wenn ich mir das so gerade vorstelle, mache die Augen zu, 380er, 2 Triebwerke, sieht ein bisschen doof aus. Aber es gibt diese Triebwerke im Moment nicht. Also wenn man jetzt die 777-Triebwerke drunter hängen würde, würde nicht der Schub reichen. Und wir müssen auch ehrlich sagen, ich finde es optisch nicht schön. Ich finde, 4 Triebwerke sind irgendwie symmetrischer, geben auch Sicherheit. Aber da kommt ihr wieder ans Ziel. Und was haltet ihr wirklich von dem Thema? Denn das Problem sind halt die 4 Triebwerke. Die Aussage war vom Kollegen Scherer, glaube ich, genau Christian Scherer, der sagte, die Tür ist zu, verschlossen ist sie nicht.
Heißt das, dass sie wirklich vielleicht kommt oder ist das eine Überinterpretation? Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob der 380er so kommt oder ob es einen Nachfolger einfach geben wird, der mit dem 380er gar nichts zu tun hat, aber trotzdem die ähnliche Größe hat. Hier seid ihr gefragt. Wir gehen jetzt noch mal auf die Frage des Tages ein. Und zwar sind das ja Fragen des Tages. Die Fragen des Tages sind, soll der A380 wiederkommen mit 2 Triebwerken? Und die Fußballnationalmannschaft, sollen sie lieber ICE fahren oder mit der Lufthansa fliegen? Ihr könnt auch spottige Antworten geben. Ich habe hier schon die erste gesagt. Wenn sie mit dem ICE gefahren wären, wären sie vielleicht gar nicht zum Spiel pünktlich erschienen. Also, ihr seid dran. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und bis morgen. Alter und Frische. Also bis dann. Ciao, ciao und Abspann für euch.